Stellen wir uns vor, es passiert, dass ein riesiger Asteroid wie zum Beispiel Ceres plötzlich auf die Erde zurast mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit. Ceres ist ein Asteroid mit 200 Kilometern Durchmesser ungefähr. Er wird in die Erde einschlagen wie mehrere 100 Billionen Atombomben. Also das wird gigantisch sein, dieser Einschlag. Er wird eine Schockwelle um die Erde senden, die mehrfach den Globus umkreisen wird. Die Einschlagstelle selbst wird komplett pulverisiert sein, da wird sich nur noch Lava befinden. In den ersten Minuten nach dem Einschlag werden sich gigantische Tsunamis um die Erde bewegen und alle Städte dieser Welt komplett vernichten, bis später irgendwann der ganze Müll, der von diesem Einschlag in den Weltraum geschleudert wurde, letztendlich wieder auf die Erde zurückfällt und die Erde in eine Gluthölle verwandeln wird. Noch vereinzelte Bauwerke der Menschheit stehen, aber insgesamt wäre die Erde komplett von einem Magmamantel bedeckt. Nichts, was die Erde einmal ausgemacht hat, all das Grüne, die Pflanzen, die Tiere, alles wäre komplett vernichtet. Nur noch die Kontinente würden als ein dunkler Schemen hervorragen. Das ganze Wasser ist natürlich verdampft. Die Erde ist jetzt ein Planet ohne Leben und damit wie die anderen Planeten des Sonnensystems. Doch wird ein solcher Einschlag natürlich in den nächsten Jahrzehnten und wahrscheinlich auch Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht möglich sein, weil sich alle größeren Gesteinsbrocken dieses Sonnensystems in geordneten Bahnen befinden. Der hier gerade gezeigte Einschlag von Ceres, der könnte zwar irgendwann geschehen, wenn irgendein anderes Objekt zum Beispiel Ceres aus seiner Bahn bewegen würde und dann Richtung Erde schleudern würde, aber das ist schon extrem unwahrscheinlich und bis dahin dürfte die Menschheit schon längst ausgestorben sein. Was jedoch auch viel interessanter ist, ist die Tatsache, dass es auf der Erde bereits in der Vergangenheit zahlreiche solche Einschläge gegeben hat. Zwar nicht von solchen großen Brocken wie Ceres es einer ist, aber von Asteroiden, die immer dazu geführt haben, dass gewisse Tiere ausgestorben sind oder dass das Leben auf dem Planeten dann plötzlich unter enormen Stress gesetzt wurde, dass enorme Energien freigesetzt wurden und dass schließlich diese gezeigten Impact-Krater, diese Einschlagskrater, die wir gerade eben im Video gesehen haben, riesige Narben auf der Erde hinterlassen. Wir wollen uns in diesem Video jetzt die 5 größten Impact-Krater der Erde anschauen, wann sie gebildet wurden und schließlich wie groß der Asteroid war, der sie sozusagen verursacht hat. Wir werden nur Krater beobachten, die es auf der Erde gibt und in einem späteren Video auch Einschlagskrater behandeln, die es im gesamten Sonnensystem gibt. Los geht es mit Nummer 5. Der Popigai-Krater im nördlichen Sibirien ist ein großer Einschlagkrater mit einem Durchmesser von etwa 100 Kilometern. Ein Meteoriteneinschlag hat den Krater vor rund 35 Millionen Jahren in der erdgeschichtlichen Epoche des späten Eozän geschaffen. Zusammen mit dem Manicouagan-Krater ist er der 5. größte Meteoritenkrater auf der Erde. Der Asteroid, der den Krater geschaffen hat, wurde entweder als Chondrit mit einem Durchmesser von 8 Kilometern oder als Steinasteroid mit einem Durchmesser von 5 Kilometern identifiziert. Die Schockwellen des Impacts, also des Einschlags, haben den Graphit des Untergrunds in einem Umkreis von rund 13,6 Kilometer teilweise in Diamanten verwandelt. Obwohl es keine genauen Messungen dazu gibt, wird vermutet, dass durch diesen Einschlag mehr Diamanten gebildet wurden, als durch die übrigen geologischen Prozesse in der Erde seit ihrer Entstehung. Eine Nutzung der Diamantvorkommen ist aufgrund der geringen Konzentration im Gestein aber sehr unwirtschaftlich. Der Popigai-Krater ist das am besten aufgeschlossene Beispiel für einen großen Krater. Es gibt zwar 3 größere Krater auf der Erde, aber die sind von jüngeren Ablagerungen verdeckt, stark verformt oder teilweise sehr stark erodiert durch geologische Maßnahmen. Der Krater wurde übrigens nach dem gleichnamigen Fluss Popigai benannt, der ihn von Südosten nach Norden auf seinem Weg zum Mündungsfluss Khatanga durchfließt.
Der Woodley-Krater ist ein sehr großer Krater, der durch den Einschlag eines Meteoriten im australischen Western Australia im Zentrum der Woodley Station östlich der Shark Bay in Western Australia entstand. Das Entdeckerteam glaubt, dass der Durchmesser des Kraters etwa 120 Kilometer beträgt, während andere annehmen, dass der Durchmesser viel kleiner ist. Einige Studien gehen von einem Durchmesser kleiner als 60 Kilometer aus. Die größere Schätzung, falls sie korrekt ist, würde bedeuten, dass der Krater entsprechend der Liste der Krater der viertgrößte auf der Erde wäre, der durch einen Einschlag von einem Asteroiden oder Kometen mit einem Durchmesser von 5 bis 6 Kilometern entstanden ist. Der sogenannte Woodley-Impact ereignete sich wahrscheinlich im späteren Oberdevon vor 364 plus minus 8 Millionen Jahren. Dieser Zeitpunkt korrespondiert in etwa mit 2 großen Artensterben, denen schätzungsweise mehr als 50% aller marinen Organismen zum Opfer fielen. Es gibt Hinweise auf weitere Meteoriteneinschläge aus dieser Epoche, sodass zwischen den genannten biologischen Krisen und mehreren Impactereignissen möglicherweise ein Zusammenhang besteht. Es war einmal ein Tag vor 65 Millionen Jahren. Der Chicxulub-Impact dürfte der bekannteste Einschlag in der Geschichte der Erde sein, weil dadurch die großen Dinosaurier ausgelöscht wurden. Nicht nur die Dinosaurier, sondern natürlich auch zahlreiche Land- und Meereslebewesen mit ihnen. Den Dinosauriern wurde zum Verhängnis, dass sie groß waren, weil diesen Einschlag überlebten prinzipiell nur Insekten, kleinere Meerestiere und schließlich die kleinen Säugetiere, die dann viele Millionen Jahre später zu Menschen und zu anderen modernen Säugetieren werden sollten. Das Zentrum dieses Einschlags, also des Chicxulub-Kraters, liegt an der yucatecischen Küste, ungefähr unter der namengebenden Ortschaft Chicxulub Puerto, nördlich von Mérida. Während sich der Südteil der Impaktstruktur im Gebiet des Bundesstaates Yucatan befindet, erstreckt sich ihr nördlicher Bereich bis in den Golf von Mexiko. Vom Rand des Kraters hin zu dessen Zentrum steigt die Mächtigkeit der darüber abgelagerten Sedimentschichten von etwa 300 auf 1000 Meter. Der Krater wurde mittels der Vermessung von magnetischen und gravitativen Anomalien im Jahr 1991 nachgewiesen und eindeutig als Impaktkrater identifiziert. Er bildet ein nahezu kreisförmiges, etwa 180 Kilometer durchmessendes Becken mit Zentralberg und innerer Ringstruktur. Die festgestellten Gravitationsanomalien führten zu der Annahme, dass der Krater mindestens 3 Ringe und vermutlich noch einen zusätzlichen äußeren Ring mit ca. 300 Kilometer Durchmesser besitzt. Die Kratertiefe beträgt ungefähr 10 Kilometer, unmittelbar nach dem Einschlag waren das 30 bis 35 Kilometer. Da das Größenverhältnis von einem Asteroiden zu seinem erzeugten Einschlagkrater meistens zwischen 1:10 und 1:20 liegt, dürfte der Durchmesser des damaligen Asteroiden oder Kometen etwa 10 bis 15 Kilometer betragen haben. An der Oberfläche sieht man von diesem drittgrößten Impaktkrater der Erde kaum etwas, da der Norden von Yucatan sehr flach ist. Allerdings haben Untersuchungen gezeigt, dass leichte Bodenerhebungen nahezu kreisförmige Strukturen bilden und die Stärke der tropischen Bodenbildung ebenfalls den früheren Krater nachzeichnet. Ob dieser Impact quasi von einer auf die andere Sekunde oder von einem auf den anderen Tag das Leben damals alles beendete, das ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, dass der Komet oder dieser Asteroid enorme Mengen von Material in die Atmosphäre geblasen hat und dadurch sich die Sonne auf der Erde für
mehr als 300.000 Jahre verfinsterte. Man muss sich vorstellen, dass diese Zeit sehr kalt war. Es herrschte eine globale Eiszeit und größeres Leben als kleine Säugetiere oder Insekten, die verschwanden sehr schnell, weil die sich einfach nicht mehr ernähren konnten. Die Pflanzen starben, also ein Großteil der Pflanzen starb, weil die Photosynthese durch das fehlende Licht der Sonne nicht mehr möglich war. Das heißt, dieser Impact hatte zwar enorme Auswirkungen durch seine Energie von etwa 300 Millionen Hiroshima-Bomben, aber doch die langfristigen Auswirkungen dieses Einschlags, das waren das Maßgebende, was schließlich zum Aussterben der Dinosaurier und anderer großer Tierarten zu der damaligen Zeit führte. Das Sudbury-Becken, englisch Sudbury Basin, auch als Sudbury-Krater bezeichnet, ist der zweitgrößte bekannte Einschlagkrater der Erde. Das Becken liegt bei der Stadt Greater Sudbury in der kanadischen Provinz Ontario und entstand beim Einschlag eines rund 10 Kilometer großen Asteroiden vor etwa 1,8 Milliarden Jahren. Der Krater hatte ursprünglich einen Durchmesser von ca. 200 bis 250 Kilometer. Durch geologische Prozesse allerdings wurde der Krater deformiert und in seine heutige, kleinere und elliptische Form von 60 mal 30 Kilometer gebracht. Im Nordosten grenzt das Becken an den Krater, den der Wahnapitei Lake ausfüllt. Dieser Einschlagkrater hat einen Durchmesser von 8 Kilometer und ist mit einem Alter von 37 Millionen Jahren wesentlich jünger als der Sudbury-Krater. Interessant also, dass hier gleich 2 Impaktkrater nebeneinander liegen. Von den tatsächlichen Auswirkungen dieses Einschlags kann nur gerätselt werden. Das war vor über 1,8 Milliarden Jahren, da gab es noch kein mehrzelliges Leben, da gab es höchstens Einzeller. Insofern, es war wahrscheinlich eine riesige Katastrophe für das damalige Leben, aber es hatte jetzt nicht so diese großen, weitgehenden Auswirkungen wie auf die Dinosaurier, dass jetzt etwa 90% alles Lebens auf der Erde verschwinden. An das Sudbury-Becken allerdings knüpfen sich die derzeit reichsten Nickellagerstätten, die auf der Erde bekannt sind. Sie entstanden orthomagmatisch während des Einschlages. Doch ist dieser Krater nicht der größte Krater. Jetzt kommen wir zum größten Impaktkrater, der derzeit auf der Erde bekannt ist. Der Vredefort-Krater, auch Vredefort-Struktur, Vredefort Dome oder Vredefort Impact Site in der südafrikanischen Provinz Freistaat, ist der größte sicher identifizierte Einschlagkrater des Planeten Erde. Der Krater befindet sich im Norden der Provinz Freistaat, rund 120 Kilometer südwestlich von Johannesburg, etwa genauso weit südlich des Witwatersrand-Gebirges und rund 75 Kilometer westlich des Vaalstausees. Er breitet sich im Witwatersrandbecken bei Vredefort aus. Verschiedenen Angaben zufolge bildete dort der Impact eines Asteroiden, der vermutlich 10 bis 15 Kilometer Durchmesser aufwies, vor gut 2 Milliarden Jahren einen bis 320 Kilometer langen und 180 Kilometer breiten Krater mit mehreren Ringen. Durch den Einschlag wurde ursprünglich ein Loch von 40 Kilometer Tiefe und 100 Kilometer Durchmesser in die Erdkruste gerissen, dessen Wände recht bald nach dem Impact einstürzten und den oben genannten, etwa 10 Kilometer tiefen Krater hinterließen. Aufgrund von Erosion und Plattentektonik ist von diesen Ringen heute allerdings nur noch der Vredefort-Ring mit etwa 50 Kilometer Durchmesser im nordwestlichen Teil des Kraters vorhanden. Im Zentrum des Vredefort-Kraters befindet sich der Vredefort Dome, eine kuppelartige Aufwölbung, von der man anfangs annahm, dass sie vulkanischen Ursprungs sei. Dies wurde erst Mitte der 1990er Jahre widerlegt. Zahlreiche Funde von Impaktiten und Strahlenkegeln zeugen jedoch von der Entstehung der Vredefort-Struktur durch einen gewaltsamen Meteoriteneinschlag. Verschiedenen Angaben zufolge kann dieser Krater auch als Mega-Impact bezeichnet werden, da der so riesig war. Heutzutage befindet sich aufgrund von Erosion, von der ständigen Plattentektonik gar nicht mal mehr so viel von dem Krater an der Stelle. Verglichen mit den anderen Einschlägen, wie etwa bei den Dinosauriern, ist der Impaktor, also der Asteroid, gar nicht mal so viel größer gewesen. Was sehr wahrscheinlich ist, war, dass dieser Impaktor
einen wesentlich steileren Winkel in die Erdkruste nahm. Sehr wahrscheinlich ist zudem, dass dieser Impaktor ebenso schneller war, weil dieser Impaktor hat diesen riesigen Krater verursacht. Und einen so riesigen Krater kann ein 10 Kilometer großer Asteroid, wenn er so eingeschlagen wäre wie bei den Dinosauriern, nicht verursachen, sodass deutlich mehr Geschwindigkeit und ein deutlich anderer Winkel beim Einschlag vorhanden gewesen sein muss. Wenn man jetzt so diese ganzen Impact-Krater betrachtet, dann fällt einem auf, dass das riesige, unermesslich schlimme Katastrophen sind für das Leben auf der Erde. Wenn man das allerdings in einem kosmischen Maßstab betrachtet, also in einem sonnensystematischen Maßstab sozusagen, dann sind solche Impakte quasi an der Tagesordnung im kosmischen Verlauf des kosmischen Kalenders gesehen. Für das Leben auf der Erde ist sowas total katastrophal, aber es gehört zur Banalität des kosmischen Alltags, dass ein Körper mit einem anderen zusammenstößt. In diesem Sinne sind natürlich diese Impakte auf der Erde besonders schlimm, weil wir auf der Erde Leben haben. Aber ein Impact auf dem Jupiter zum Beispiel, der wird nur ein paar Wolken aufmischen, aber sonst nichts Großartiges verursachen. Vielleicht für ein paar Jahrhunderte eine gewisse Wärme und so weiter an der Impactstelle ausstrahlen, aber der wird nicht diese gravierenden Konsequenzen wie auf der Erde haben. Wer bis zum Ende des Videos durchgehalten hat, weiß jetzt, wie die 5 größten Einschlagskrater auf der Erde aussehen und wie sie ungefähr entstanden sind. Was sie all gemeinsam haben, ist, dass sie natürlich durch einen Asteroiden entstanden sind. Krater gibt es aber natürlich noch auf ganz andere Art und Weise. Es gibt Vulkankrater, es gibt Krater, die sich durch Plattentektonik geformt haben. Also es gibt nicht nur Asteroidenkrater auf der Erde. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ich freue mich auf den nächsten Eintrag, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, tschüss!